schon unser Warenkorb. Unser Warenkorb ist angekommen und Genau. fährt in Position. Vielleicht noch mal kurz hervorzuheben, das Ganze, wir arbeiten hier mit einem Warenkorb, in dem sich alle Bauteile befinden, zu unserem Motor. Ja. Das heißt, der Warenkorb wird immer Varianten zugeordnet und dann dementsprechend kommissioniert. Kommissioniert heißt, der wird quasi bestückt Genau, mit den ganzen der wird, Teilen, die wir brauchen. Genau, der wird bestückt. Und das Erste, was wir jetzt machen können, ist gleich mal zu schauen, ob wir einen vollen Warenkorb haben. Das schaut schon mal gut aus. Das sieht schon mal sehr gut aus, genau. Und dann fangen wir an mit unserem ersten Bauteil. Wir haben hier ein Spezialwerkzeug für unsere Tandemölpumpe. Das ist eine Unterdruck- und Ölpumpe in einem. So, da wird der Stift oben gefügt. Das ist quasi so eine Führung, dass wir das Teil dann an die richtige Stelle kriegen. Dass die sich dann richtig arretiert und dann sauber verschraubt werden kann. Ja, okay. So, und dann haben wir hier unser Bauteil. Jedes Bauteil wird von uns natürlich nochmal geprüft. Ja. Nicht auf Funktion, aber ob alles dran ist und gerade hier, wo du noch so eine Dichtung eingearbeitet hast, ob die auch schmutzfrei und beschädigungsfrei ist. Ja. Dann schnappen wir uns hier noch eine Schraube, die wir dazu brauchen und fädeln das Ganze dann hier an. Genau. Okay. Ja. So. Sitzt satt. Damit der Stift auch eine Wirkung erzielt, setzen wir jetzt 2 Schrauben, die schon vorgefügt sind im Bauteil. Die setzen wir jetzt schon mal an. Okay. Wir haben hier ein Blue Sky System in der Linie. Wir haben hier fast nichts an der Decke hängen. Das heißt, wir wickeln hier fast jede Verschraubung über unseren Pistolen- und unseren Winkelschrauber ab. Okay. Das sind WLAN-Schrauber, die für jeden Verschraubvorgang separat von dem Server die Drehmomentwerte anfordern. Krass. Okay. Und das Ganze wird dann hier auf dem Display auch nochmal angezeigt. Das zeige ich dir aber gleich. Blue Sky heißt jetzt im Endeffekt, wir haben so wenig wie möglich über uns hängen, das heißt blauer Himmel, genau, weil richtig. wir alles hier am Platz haben Genau. und nicht jedes Mal einen Schrauber für einen spezifischen Takt oder eine spezifische Aufgabe während eines Taktes vom Himmel nehmen müssen. Und du hast schon verrückt. gesagt, wir haben teilweise Schrauber, die für eine explizite Verschraubung da sind, weil es dann entweder vom Drehmoment her oder vom Winkel nicht von unserem Handschrauber abgedeckt werden kann. Ja. Und da haben wir hier unseren Schrauber, den wir jetzt brauchen für unsere Tandempumpe. Okay. Ah, krass, es gibt jetzt tatsächlich für diese 3 Schrauben, die du gerade eingefügt hast, also 2 waren schon drin, einer hast hinzugefügt. Genau für diese 3 Schrauben ist jetzt dieses Teil. Extra ein Schrauber für 3 Schrauben, also Luxus quasi. Ja. Das Ganze dient halt dazu, dass sich die Pumpe schön gleichmäßig ins Kurbelgehäuse reinzieht. Wenn du alle 3 Schrauben gleichzeitig anziehst. Weil das Ganze sehr auf Maß ist. Ja. So, hierzu setzen wir uns jetzt hier unseren Schrauber an. Okay. Können ein bisschen hin und her rütteln, dass der auch sauber drauf sitzt. Ja. Dann haben wir hier nochmal unser Display mit 3 Dioden. Okay, das sieht schon okay, sieht die gut sollten aus, dann grün werden, ja genau. Okay. Und dann geht's schon los. Krass. Aber dieser Grad der Vernetzung hier, das ist echt der Wahnsinn. Also schon wenn jedes Drehmoment zur richtigen Zeit an den richtigen Schrauber kommt und man sonst auch gar nicht weiterarbeiten kann. Vor allem für die Monteure auch wirklich Luxus. Ja. Also du hörst ja auch, der Geräuschpegel hier drin ist so gering. Ja. Es ist wirklich ein sehr schönes Arbeitsklima. Ja, verstehe. Dann machen wir hier gleich weiter mit unseren Kolben. Das ist der nächste Arbeitsschritt. Die Lagerschalen sind ein bisschen straffer. Unsere Kolben haben wir vorhin schon kontrolliert auf die Gewichtskategorie. Ja. Das Ganze wird jetzt noch ein bisschen detaillierter. Jetzt prüfen wir gleich die Crackflächen, die Pleueldeckel zum Pleuel, ob der Verbund passt. Das bedeutet im Grunde nichts anderes als das hier, zwei gut aufeinander ob passen. Die beiden aufeinander passen. Du siehst, wir haben hier nochmal... hast du genannt, ne? Genau. Das heißt, die Teile sind nicht durchgesägt worden, weil man dann wahrscheinlich irgendwie eine Art von Verschnitt hat oder wie auch immer, man trägt was ab. Du hast so einfach mehr Verbundsfläche durch diesen Bruch. Ja. Hast du eine natürliche Verzahnung von dem Bauteil und einfach mehr Fläche. Wir haben hier jetzt 4 Zentrifugen, die in jede Zylinderlaufbahn genau die gleiche Menge Öl verteilen, um da einfach auch wieder eine gleichbleibende Qualität zu gewährleisten. Ja, okay. Ja. Und jetzt kannst du hier mal den Auslöser drücken. Das ist hier einfach wie so ein kleiner Abzug. Trigger, okay. Genau. So, und jetzt hörst du schon, du kannst wieder loslassen, du hörst schon die Zentrifugen laufen. Reinfahren, ja. Genau. Und wenn das Licht ausgeht, sind wir hier durch, können das Ganze wieder hochlassen
Schieben das natürlich kollegial ein bisschen zur Seite, damit der Kollege von drüben auch rankommt. Und jetzt siehst du hier, haben wir überall in jeder Zylinderlaufbahn eine perfekte Menge Öl. So langsam runter, ja. Okay. Genau. Die Menge Öl, die brauchen wir jetzt, um die Kolben dann einzusetzen. Genau, um die Verdichterringe, Abstreifringe und einfach die Zylinderlaufbahn ein bisschen zu schonen, um da keine Riefen reinzuziehen und das Ganze schön sauber zu fügen. Okay. Machen wir das. So, unsere Kolbenbrille, auch sehr passgenaues Bauteil. Ja. Bisschen Spiel hat die immer, muss die haben. Also hier nicht wundern, normal. Okay, jetzt haben wir unsere Zylinderlaufbahn alle beölt. Machen jetzt weiter mit den Kolbeneinbau. Ja, okay. Und dann wird das Ganze natürlich schön schonend verbaut. So, ich werde die Kolben jetzt mal nur anfädeln. Ja. Das heißt, gerade hängen sie eigentlich noch genau hier oben in der Brille drin, wie du es genannt hast. Ja, genau. Okay. Das Prozedere ist natürlich bei jedem Kolben gleich. Dann jetzt nochmal die Teile ausrichten hier. 4-mal das gleiche Spiel, genau. Ja. Okay. Aber lass uns doch bei der Gelegenheit auch nochmal genau zeigen, wie die Teile im Detail ausschauen. Da unten hast du gesagt, wie nennen sich die 3 Ringe jetzt? Der untere ist genau, wir haben 2 Verdichterringe, einen Ölabstreifring und hier unsere Kolbenbolzensicherungsringe, die auf beiden Seiten verbaut sind. Ja, genau. Und die oberen beiden, wie hast du sie genannt? Die Verdichterringe, genau. Die haben ja auch noch so einen Schlitz, der sehr erlaubt ist. Okay. Einfach um das Ganze ein bisschen elastisch zu machen, damit es dann natürlich auch im Zylinder in der Laufbahn abdichtet. Ja. Genau. So. Nummer 3. Und dann haben wir jetzt nur noch einen. Jawohl. Der sieht natürlich auch gut aus. Ja. Wie gesagt, das sind die seltensten Fälle, dass da wirklich mal irgendwas auffällig ist. Ja. Aber kontrolliert ist kontrolliert. Sehr gut. So, jetzt haben wir die Kolben angefädelt. Jetzt geben wir denen nochmal den letzten Ruck, dass sie auch wirklich in der Zylinderlaufbahn sitzen. Ja, okay, aber das geht echt sehr, sehr smooth da rein. Ja, ich sage ja, das ist wirklich ein sehr präzises Bauteil. Ja. Die Kolben werden jetzt nochmal durch den Tiefenbegrenzer runtergedrückt. Okay. Das Ganze einfach aus dem Grund, da wir hier erst Kolben verbauen und dann die Kurbelwelle. Okay. Normalerweise machen wir es andersrum. Das heißt, die Kollegen beim V8 machen erst die Kurbelwelle rein und durch die Kurbelwelle hätte man jetzt quasi den Anschlag auf der anderen Seite gehabt. Genau, dann kann man sich einfach den Kurbelwellenzapfen unten so stellen, dass der Kolben schön sauber fluchtet. Ja. Das Ganze gleichen wir jetzt so aus. Cool, okay. So, dann drehen wir den Motor einmal. Okay, du machst es wieder mit dem Fuß. Genau. Kippst ihn rum, okay. Ja, wir versuchen unsere Laufwege immer so gering wie möglich zu halten, um einfach effizienter den Motor aufzubauen. Ja. Genau. Ja. So, dann werden wir jetzt unsere Ölspritzdüsen fügen. Okay. Wie du siehst, haben wir immer eine Seite frei, cool, ohne Kolbenpleuel. Das ist ja auch ein mega geiles Bild hier, wenn wir auch nochmal da reinschauen wollen. Auf jedem Kolben steht oben schön AMG drauf. Und da kommen jetzt gerade die, wie hast du sie genannt? Ölspritzdüsen, genau. Ölspritzdüsen rein, das sieht echt cool aus. Also jeder Kolben wird mit 2 Ölspritzdüsen angestrahlt, sage ich jetzt mal, um halt auch die Kühlung zu gewährleisten, die der Kolben bei der Leistung halt einfach braucht, die Wärme, die dort entwickelt wird. Okay, das heißt, was wir gerade einmal mit der Maschine gemacht haben, wird dann während des Motorlaufs, wenn er dann eingebaut ist, durch diese Düsen gemacht, um einfach an der Stelle immer eine ordentliche Schmierung im Endeffekt sicherzustellen. Und vor allem Kühlung. Ja. Okay. Genau. So, wir haben hier wieder unsere Schrauben, wieder mit Bild versehen für unsere Ölspritzdüsen. Ja. Okay. Die Schrauben setzen wir natürlich an. Es werden alle Schrauben angesetzt. Aber du setzt ja auch immer nur mit 1, 2 Umdrehungen an. Das habe ich vorhin auch schon gelernt, dass man die nicht zu weit vorschraubt schon. Genau, das wird sonst problematisch, da unsere Schraubtechnik auch mit Gewindezählung arbeitet. Das bedeutet einfach, um ausschließen zu können, dass du jetzt vielleicht eine zu lange Schraube benutzt oder eine zu kurze Schraube, wird die Gewindezählung da aktiviert und da haben wir halt nicht viel Spielraum. Ja. Da befinden wir uns bei 1, 2 Gewindegängen, die wir da Spielraum haben, um das Ganze. Ja. Man hat das Gefühl, es wurde einmal an alles gedacht hier. Ne? Also egal wo, es kann kein Fehler passieren, auch wenn es hochpräzise Arbeit ist. Das ist echt krass. Das ist halt alles Know-how. Ja, muss man auch erstmal entwickeln. Dann würde ich sagen, kannst du weitermachen mit dem Verschrauben? Sehr gut. Genau. Okay.
Wir machen erst eine Seite fertig und dann die andere Seite fertig. Okay. Und während ich das jetzt hier gerade mache, David, kannst du dich noch erinnern, du hast gesagt, 6 Jahre bist du hier. Ja, genau. Hast du schon hochgerechnet, wie viele Motoren du schon gebaut hast? Oder? Pi mal Daumen müsste ich hier jetzt 2600 Einheiten gebaut haben. 2600? So um den Dreh, ja. Okay, dann ist ja die Chance, dass du mal deinen Motor in freier Wildbahn siehst, gar nicht so gering eigentlich, oder? Nee, das ist schon häufiger vorgekommen, ja. Wirklich? Krass. Ja, also das schon mal Motorhaube aufgemacht und deinen eigenen Motor irgendwie dann nach der Auslieferung? Ja, selbst nicht, aber durch die große Community, die wir haben und Kunden in aller Welt. Wir sind vernetzt, Social Media. Gibt auch eine richtige Fanbase wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. Du wirst angeschrieben. Ich habe einen Kunden aus Singapur, der mir regelmäßig Zeiten schickt von seinem A45, den er dann auch auf der Rennstrecke immer mal wieder auf Herz und Nieren testet. Ja. Und also ist schon ein schönes Gefühl, wenn man dann dieses Feedback vom Kunden bekommt, von dem zufriedenen Kunden. Ja. Und das macht das Ganze hier halt einfach einzigartig. Stark. Ja, One Man, One Engine. Wir haben schon darüber gesprochen. Cool. Sehr gut. So. Das Teil packe ich wieder weg. Genau. Ja. Und dann wären wir jetzt schon fertig mit unserem ersten Takt. Takt 1 ist fertig, okay. Und wie viele Takte haben wir in Summe? Wir haben 17 Takte. Das heißt, wir haben noch einiges vor uns. Wir haben noch ein bisschen was vor uns, ja. Alles klar.